Eine Tageskarte kaufen. Guten Tag. Ich möchte eine Tageskarte für alle Zonen kaufen. Guten Tag. Möchten Sie eine Einzeltageskarte oder eine Gruppenkarte? Eine Einzeltageskarte bitte. Für einen Erwachsenen. Das macht 9,50 €. Ist dieser Ticket den ganzen Tag gültig? Ja, bis 3 Uhr morgens am nächsten Tag. Muss ich das Ticket entwerten? Nein, Tageskarten sind automatisch ab Kaufzeit gültig. Kann ich damit Bus, Tram und U-Bahn nutzen? Ja, das gilt für alle öffentlichen Verkehrsmittel. Hier sind 10 Euro. Hier ist Ihr Ticket und 50 Cent Rückgeld. Wie komme ich am besten zur Linie U3? Gehen Sie links und folgen Sie den blauen Schildern. Ist das weit? Nur 2 Minuten zu Fuß. Vielen Dank für die detaillierte Information. Gern geschehen. Gute Fahrt. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Weg zum Dom. Entschuldigen Sie, ich suche den Dom. Ist das hier in der Nähe? Ja, er ist nicht weit. Gehen Sie geradeaus bis zur Ampel. Bis zur Ampel. Und dann? Dann biegen Sie rechts in die Hauptstraße ein. In die Hauptstraße. Verstehe. Der Dom ist hinter dem Rathaus. Wie lange dauert der Weg zu Fuß? Ungefähr 10 bis 12 Minuten. Gibt es eine U-Bahn-Station in der Nähe des Doms? Ja, die Station heißt Domplatz. Ist es besser zu laufen oder die U-Bahn zu nehmen? Laufen Sie, die U-Bahn ist für eine Station zu teuer. Das ist ein guter Tipp. Danke. Achten Sie auf die grünen Schilder, sie zeigen den Weg. Ich werde darauf achten. Vielen Dank für die klare Wegbeschreibung. Sehr gern geschehen. Einen schönen Tag noch. Danke, Ihnen auch. Auf Wiedersehen. Zugticket in eine andere Stadt. Guten Morgen. Ich brauche eine Fahrkarte nach Hamburg. Guten Morgen. Für heute oder für einen anderen Tag? Für heute Nachmittag. Gibt es noch freie Plätze? Ja, der Zug um 14 Uhr hat noch Plätze. Erste oder zweite Klasse? Zweite Klasse bitte. Möchten Sie Hin- und Rückfahrt oder nur einfach? Nur einfach, ich bleibe dort. Das kostet 59 Euro. Mit Sitzplatzreservierung? Ja, bitte eine Sitzplatzreservierung.
Ihr Zug fährt von Gleis 3 ab. Wie lange dauert die Reise insgesamt? 3 Stunden und 15 Minuten. Muss ich den Fahrplan vorher prüfen? Es ist immer ratsam, die Abfahrtszeit nochmals zu prüfen. Ich bezahle mit Karte. Hier ist sie. Hier sind Ihre Fahrkarte und die Reservierung. Vielen Dank für die schnelle Hilfe. Gute Reise, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Fährt dieser Bus zum Zentrum? Entschuldigung, ich habe eine Frage. Ja, bitte. Fährt dieser Bus 27 zum Zentrum? Ja, die Linie 27 fährt direkt dorthin. Wie oft fährt dieser Bus heute? Alle 15 Minuten unter der Woche. Und wird er gleich kommen? Schauen Sie auf die Anzeigetafel. Dort steht es genau. Ah, ich sehe. In 3 Minuten. Perfekt. Haben Sie schon ein Ticket? Nein, wo kann ich es kaufen? Sie können es beim Busfahrer kaufen. Kostet es dort mehr? Nein, der Preis ist der gleiche. Wie viel kostet ein Einzelticket? 2,90 €. Alles klar. Vielen Dank für Ihre Auskunft. Gern geschehen. Einen schönen Tag. Ihnen auch. Auf Wiedersehen. Welche Route ist am schnellsten? Entschuldigung, wie komme ich am schnellsten zum Olympiastadion? Sie haben 2 Möglichkeiten: U-Bahn oder Straßenbahn. Welche ist schneller? Ich habe es eilig. Die U-Bahn ist meistens schneller, weil sie keinen Verkehr hat. Welche Linie muss ich nehmen? Die Linie U4 Richtung Westpark. Muss ich umsteigen? Nein, das ist eine direkte Verbindung zur Station Olympiazentrum. Wie lange dauert die Fahrt mit der U-Bahn? Höchstens 20 Minuten. Und wie lange würde es mit der Straßenbahn dauern? Mindestens 30 Minuten, wegen der vielen Haltestellen. Gibt es einen Unterschied im Preis? Nein, der Ticketpreis ist der gleiche. Dann nehme ich die U-Bahn. Wo ist der Eingang? Dort, durch die Glastüren, folgen Sie den roten Schildern. Vielen Dank für die detaillierte Hilfe. Gern geschehen. Ich wünsche Ihnen eine gute Reise. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Der Fahrkartenautomat ist kaputt. Guten Tag. Dieser Fahrkartenautomat ist defekt. Guten Tag. Was genau funktioniert nicht? Er nimmt keine Kreditkarten an. Das passiert manchmal. Haben Sie Bargeld? Nein, ich habe nur meine Karte.
Möchten Sie ein Ticket kaufen? Ich kann Ihnen helfen. Ja, ich brauche ein Gruppenticket für 4 Personen. Das macht 13,50 €. Kann ich bei Ihnen mit Karte bezahlen? Ja, das ist hier möglich. Bitte geben Sie die Karte. Vielen Dank. Und wie lange ist das Gruppenticket gültig? Es ist bis zum nächsten Morgen um 6 Uhr gültig. Muss ich es für die Gruppe abzeichnen? Nein, die Namen sind nicht nötig. Hier ist meine Unterschrift für die Zahlung. Hier ist Ihr Ticket. Ich entschuldige mich für das Problem mit dem Automaten. Kein Problem. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ein Fahrrad mieten. Guten Tag. Ich möchte ein Fahrrad für einen Tag mieten. Welche Art von Fahrrad suchen Sie? Ein Citybike? Ja, ein einfaches Citybike. Das kostet 15 € pro Tag. Ist ein Schloss und ein Helm dabei? Das Schloss ist inklusive. Den Helm können Sie für 3 € extra mieten. Ich nehme das Schloss, aber keinen Helm. Wie funktioniert die Bezahlung? Muss ich eine Kaution hinterlegen? Ja, 50 € Kaution, die Sie bei Rückgabe zurückbekommen. Kann ich den Mietvertrag kurz lesen? Ja, selbstverständlich. Hier ist er. Wo kann ich das Fahrrad später zurückgeben? Hier am Laden, bis 8 Uhr abends. Wunderbar. Ich bezahle jetzt die Miete und die Kaution. Hier sind Ihr Fahrradschlüssel und die Quittung. Vielen Dank. Das ist alles, was ich brauche. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Radfahren. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Etwas im Zug vergessen. Guten Tag. Ich habe meinen Rucksack im Zug vergessen. Guten Tag. Welche Linie und welche Uhrzeit war das? Die Linie S2, Zug von 17:30 Uhr. Wie sah der Rucksack aus? Er ist klein, schwarz und enthält wichtige Dokumente. Haben Sie eine Beschreibung der Dokumente? Ja, meine Brille war auch drin. Ich muss eine Verlustmeldung aufnehmen. Wie lange dauert es, bis ich eine Antwort erhalte? Innerhalb von 2 Tagen werden wir Sie kontaktieren. Und was soll ich machen, wenn er nicht gefunden wird? Dann können Sie nach 2 Wochen nochmals anrufen.
Hier ist meine Telefonnummer und die Zugfahrkarte. Alles notiert. Wir hoffen, wir finden Ihren Rucksack. Vielen Dank für die Aufnahme der Meldung. Gern geschehen. Alles Gute. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Touristeninformation. Guten Tag. Können Sie mir sagen, wo das Touristeninformationszentrum ist? Guten Tag. Es ist drüben im neuen Gebäude. Wie komme ich am besten dorthin? Gehen Sie über die Straße und dann links am Brunnen vorbei. Ist es leicht zu finden? Ja, Sie sehen ein großes I an der Tür. Öffnungszeiten? Ist es jetzt geöffnet? Ja, es ist bis 16 Uhr geöffnet. Ich suche Informationen über Stadtführungen. Die Mitarbeiter dort helfen Ihnen gerne weiter. Bieten Sie auch Karten und Broschüren an? Ja, und diese sind meistens kostenlos. Gibt es dort auch eine Toilette? Ich denke schon. Fragen Sie einfach drinnen nach. Vielen Dank für die ausführliche Beschreibung. Nichts zu danken. Einen schönen Aufenthalt. Restaurantempfehlung. Entschuldigung, können Sie mir ein gutes Restaurant empfehlen? Ja, natürlich. Welche Art von Küche suchen Sie? Ich möchte etwas Traditionelles Deutsches probieren. Ich empfehle Ihnen zum Alten Fritz. Es ist nicht weit. Wie komme ich dorthin? Gehen Sie 2 Blocks geradeaus und dann links. Ist es sehr teuer? Nein, die Preise sind moderat. Muss ich einen Tisch reservieren? Am Abend ist es besser, einen Tisch zu reservieren. Haben Sie eine Speisekarte in englischer Sprache? Ja, meistens haben Sie auch eine englische Speisekarte. Was würden Sie persönlich dort empfehlen? Probieren Sie den Sauerbraten. Er ist sehr gut. Vielen Dank für den tollen Tipp. Gern geschehen. Lassen Sie es sich schmecken. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.